Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Ja, hallo zusammen zu diesem Video von mir. Beleuchtung ist jetzt mal etwas anders. Ich hoffe, ausreichend gut. Es wird halt die Tage kürzer und dementsprechend muss ich halt auch schon mal hier ein bisschen künstlich Licht reinbringen. Ich hoffe, meine beschränkten Möglichkeiten reichen aus für das Video. Das soll ein relativ kurzes Video werden über ein neues Gerät von Artery, weil die bringen im Augenblick eine sehr hohe Schlagzahl von Geräten raus. Und in dem Fall handelt es sich halt auch um ein Gerät, das anderen Geräten, die sie schon rausgebracht haben, sehr ähnlich ist. Da ich bisher ja sehr viele auch von den Geräten reviewt habe, können wir es da eigentlich relativ kurz halten. Es handelt sich um das Gerät hier, den Nugget Pro. Der ist sogar ein bisschen vor seinem, ich möchte mal sagen, Vorbild. Ja, ich denke schon, dass man sagen kann, dem Mix 80 rausgekommen. Das Video zu diesem Mix 80 werde ich euch mal in die Infobox packen. Könnt ihr euch gerne angucken. Ihr solltet das auch angucken, weil da wieder sehr viele Überschneidungen sind und die werde ich nicht doppelt abfahren. Ja, dann guckt euch bitte das Video zum Mix 80 an. Hier nochmal in der weißen Variante. Dann wisst ihr, was da so geht. Ja, ich werde mich da eher auf die Unterschiede konzentrieren und ja, natürlich auch für euch sehr empfohlen, was ich jetzt hier nicht neben stehen habe, ist dann der entsprechende Nugget. Das Video dazu könnt ihr euch dann auch angucken, wenn ihr sehen wollt, wie sozusagen der normale Nugget aussieht. Der, wie man hier schon mal sehen kann, sehr viel kleiner natürlich ist als der Nugget Pro, weil der in der Form und Farbe sozusagen sehr dem Mix 80 angelehnt ist. Es gibt ihn hier einmal in weiß und in schwarz. Ja, ich stelle mal den Mix 80 ein bisschen zur Seite. Das soll uns nicht weiter interessieren. Fangen wir mal an mit der Außenseite des Nuggets. Wir haben hier oben den 510er Anschluss. Wir haben hier die gesamte Bedieneinheit, die sich 1:1 sagen vom Mix 80 ableitet. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Knöpfe ein bisschen farblich unterschiedlich sind. Ansonsten ist das absolut gleich. Hier vorne steht dann der Aufschrift Nugget. Und wie es für den Nugget leider typisch ist, ist auch hier das Akkufach zugeschraubt. Ja, ihr habt hier wieder einen fest verbauten Akku. Allerdings hat der sehr viel mehr Kapazität als der kleine, ja, der ja unter 1000 mAh liegt. Hier haben wir es immerhin mit einem 3300 mAh Akku zu tun, der schon mal sehr viel länger hält. Ja, hier steht nochmal Artery. Ja, das wäre es von außen. Hier unten haben wir noch die Belüftungslöcher und Sicherheitssymbole. Wenn wir den Nugget einschalten, kommt hier die Aufschrift Artery und wir kommen ins Menü. So, und wer sich das Video zum Mix 80 angesehen hat, wird erkennen, dass es genau das gleiche Menü ist. Ja, das gleiche Screen sozusagen. Wenn wir auch hier ins Menü gehen, wir haben genau die gleichen Optionen. Ja, es handelt sich also ganz klar um den gleichen Chipsatz.
der ja beim X80 schon sehr gut funktioniert hat. Es ist praktisch einfach nur ein X80 mit fest verbautem Akku und einer weniger ansprechenden, wahrscheinlich auch nicht so teuren Oberflächenbeschichtung. Ja, also hier der weiße, der ist ja emailliert, was ein sehr schönes Finish macht, während wir hier eine etwas simplere Beschichtung haben, die vermutlich einfach nur eine Pulverbeschichtung ist. Die fühlt sich auf jeden Fall sehr viel, ja, also sehr, sehr deutlich anders an als bei diesem Akkuträger. Was den Lieferinhalt angeht, sehen wir hier, also jetzt beim schwarzen, wir haben den schwarzen Mix-80 hier drin liegen in einer Folienverpackung. Darüber ist dann das USB-Kabel. Hier haben wir im Deckel nochmal eine Darstellung der einzelnen Komponenten. Und wir haben eine Anleitung, die eigentlich 1:1 vom Mix-80 übernommen ist, nur halt mit den ersten Seiten unterschiedlich, die halt die entsprechenden Komponenten des Artery Nuggets halt beleuchten, im Gegensatz zum Mix-80, wobei sich da wirklich funktionell so gar nichts tut. Ansonsten haben wir noch das Echtheitszertifikat und diese Garantiekarte. Ja, das ist eigentlich auch schon zu dem Gerät. Ja, das habe ich jetzt mal ganz fix abgefrühstückt. Wie gesagt, ich werde bei solchen Geräten, die anderen so ähnlich sind, wenig an Detailansicht machen. Ja, wir haben es jetzt hier schnell abgefrühstückt. Wir können noch kurz auf die Außenverpackung eingehen. Die ist aber auch ganz klar Archery-typisch. Die bleiben ihrem Stil treu. Hier ist wieder der gleiche Sicherheitstext. Ja, es ist die gleiche Präsentationsbox. Wie gesagt, warum solche Sachen doppelt benennen, wenn ich es schon im Video getan habe? Dementsprechend schwenke ich jetzt nochmal rüber auf die normale Kamera. Ja, was ist der große funktionelle Unterschied zwischen den beiden Geräten? Es ist hier ganz klar die Möglichkeit, den Akku auszutauschen und die edlere Oberfläche. Das macht sich im Preis tatsächlich auch bemerkbar. Ich habe jetzt mehrere Händler geguckt mit diesen Geräten. Man kann ungefähr sagen, dass der Nugget Pro ein Drittel günstiger ist als der Mix-80. Ist die Frage, ist der Unterschied das wert? Also ich persönlich wäre zumindest für die Option, meinen Akku einfach austauschen zu können und ja, vor allen Dingen für die eigentlich primär, aber natürlich auch ein bisschen für die Oberfläche durchaus willens eher 60 Euro auszugeben statt 40 Euro, wie es zum Beispiel bei einem Händler war. Es gibt da ja immer unterschiedliche Preise, aber die Preisspannen sind ungefähr immer so, dass der hier ungefähr 2/3 von dem Preis dieses Gerätes hat. Muss natürlich jeder selber entscheiden. Ihr müsst dann natürlich damit leben, dass irgendwann dieser Akku hier drin nicht mehr zu erneuern ist und ihr dann entweder das Gerät halt nicht mehr nutzen könnt oder es eine Herausforderung wird, hier den Akku zu ersetzen. Ich weiß nicht, inwiefern es möglich sein würde, wenn hier der Akku nicht mehr funktioniert, das Gerät wenigstens noch als Path-Through zu verwenden. Das müsste wahrscheinlich sogar noch gehen. Ja, dass man den wenigstens stationär noch irgendwo aufladen und dampfen kann. Ja, ansonsten, auch von den Maßen hier oben, tut sich nicht viel. Ihr könnt so ziemlich jeden Verdampfer, den ihr vorher auf dem Mix-80 verwendet habt, auch auf dem Nugget Pro verwenden und andersherum. Ja, also da könnt ihr euch gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Es ist halt eine Frage, was man möchte. Möchte man ein Gerät haben, was man länger verwenden kann, was einem vielleicht auch vom haptischen her ein bisschen mehr liegt, dann ist der Mix-80 das Schönere. Der Nugget Pro
ist nicht schlecht. Ja, hat technisch genau das gleiche drauf. Das Problem ist halt nur der fest verbaute Akku im primären und wie gesagt, vielleicht nicht ganz so der Handschmeichler wie der Mix-80. Gut, dann war es das hierzu. Wie gesagt, ganz kurz und knapp eine Gerätevorstellung. Ja, danke an alle Leute bei Artery für die Herstellung dieses Gerätes, das ich hier reviewen konnte. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein garstiger Wind